Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute endlich mal mit dem Cash Shop. Und ich sage jetzt schon mal sorry, ich bin ja selber gar kein Casher. Habe mir aber tatsächlich mal alles im Cash Shop angeguckt, was es gibt. Und habe hier mal so die Items zusammengetragen, die vor allem für den Serverstart am relevantesten sind. Habe also alles ausgeblendet, was vor allem rein kosmetisch ist. Und dann ist tatsächlich gar nicht so viel übrig geblieben. Also es gibt eigentlich erstaunlich wenig im Cash Shop zu kaufen. Dafür größtenteils sehr teuer und teilweise auch wirklich sehr unfair, kann man sagen. Aber ja, fangen wir mal an. Die Relevanz ist von unten nach oben, sage ich mal, zunehmend bis absteigend. Ich würde tatsächlich eher sagen absteigend. Also die besten Deals haben wir hier oben. Genau, und zwar Limited Package 500. Ich springe jetzt auch immer so ein bisschen hin und her. Tatsächlich, das ist hierbei begrenztes Angebot, damit ihr auch direkt seht, wo ihr es findet. Wobei, wenn ihr den Namen eingebt, müsstet ihr es eigentlich immer finden. Limited Package 500, was ist das? Das kostet 500 F-Coin, maximale Anzahl der Käufe pro Charakter 1. Also ich vermute, man kann das wirklich nur ein einziges Mal kaufen, weil steht auch kein Restocking. Bei zeitlich begrenzten Items, die gegebenenfalls gerestockt werden, würde hier dabei stehen, befristetes Angebot endet bla bla bla. Aber hier steht das wirklich so, als ob man das wirklich nur ein einziges Mal pro Account kaufen kann. Also gehe ich mal davon aus. Enthält 10 Upcut Stones und 3 Amplis und ein paar andere Items. Aber alleine mit diesen 10 Upcut Stones und 3 Amplis haben wir eine F-Coin Value von 600. Und das heißt, alles andere kriegen wir gratis. Also die F-Coin Value ist jetzt schon nur mit Amplis und Upcut Stones besser, als wenn ihr einzelne Amplis und Upcut Stones kauft. Das heißt, das ist eigentlich ein No-Brainer. Kann man jederzeit kaufen. Zusätzlich gibt es Vitaldrink Refresher Hold und sogar ein 7-Tage CS-Pad und 10 Blinkwing of Madrigal, was auch sehr nice ist. Blinkwing of Madrigal ist sehr geil für Job Change und so. Dann haben wir Beginner Pass, 500 F-Coin. Beginner Pass ist bestimmt jeder schon mal drüber gestolpert. Taste V. Beginner Pass gibt uns ein 30-Tage CS-Pad direkt auf Stufe 1. Beginner Pass hat ähnlich wie Battle Pass den Nachteil, extrem gute Value, aber man muss ja auch erstmal die Level erreichen. Aber das ist extrem einfach. Zum Beispiel Level 5 erreichen, Jobwechsel, Erhöhen eines Skills auf seine Höchststufe. Direkt den ersten Vagranten zum Beispiel kann man da nehmen. Zweiter Jobwechsel leider schon ein bisschen schwieriger. In der Gilde beitreten leider auch schon ein bisschen schwieriger. Dann 1000 Monster plus minus 10 Level töten. Ja, logge dich heute ein, 3 Mal. Ja, ist auch ein bisschen ätzend. 3 Giants besiegen auf plus 10 minus Level. Und besiege Monster ist jetzt 2 Mal? Nee, achso, nevermind, ich bin wieder hochgekommen. Nevermind, my bad. Oder? Achso, nee, es sind 3000 Monster, deswegen. Ah, okay, es ist 1000 und 3000. 4 Dungeons, 7 Mal einloggen und so weiter und so fort. Also man muss tatsächlich gar nicht alles davon machen, weil man braucht nur 13 Level. Und ich meine, dass es hier deutlich mehr als 13 Dinger sind, oder? Kommt mir zumindest so vor, ich habe es nicht nachgerechnet. Auf jeden Fall, die ersten Rewards kriegt man relativ einfach, relativ schnell, aber nicht alle eben. Und ja, hat halt so diesen kleinen Nachteil, aber an für sich hat es trotzdem eine sehr gute Value für 500 F-Coin. Man bekommt Amplis, man bekommt Stat Scrolls, man bekommt generell ganz coole Items. Inviback 30 Tage zum Beispiel kostet allein schon 300 F-Coin, wenn man ihn einzeln kaufen würde. Also die Value hier ist unvergleichbar, also ist sehr, sehr gut. Aber man kriegt die Items halt nicht instant. Warum hier Achtung, Pet, by the way, steht und so weiter, das erkläre ich gleich. Limited Package 900. Das erinnert uns an das Limited Package 500. Das ist mehr oder weniger auch wirklich das gleiche, nur eine bisschen geupgradete Version davon. Wir bekommen 15 Upcut Stones, ist gleich 450 F-Coin. Wir bekommen 5 XP ES, sind 500 F-Coin. Damit sind wir wieder nur durch die Upcut Stones und die Amplis über dem Wert. Wir haben 950 in Amplis und Upcut Stones und das Package kostet uns schon nur 900. Das heißt, allein dadurch ist es schon worth it. Wir kriegen wieder 10 Vitaldrink und Refresher heute gratis, passt. 20 Blinkwing of Madrigal gratis, passt. 3 Activision und Magic Boom for Beginner. Insgesamt würde ich die Value aber tatsächlich schlechter beschreiben als die Value von dem 500er Pack. Der Magic Boom for Beginner ist halt ein besonderes Item, den kann man schon ab Level 1 benutzen, aber meines Wissens nach ist der nicht besonders schnell und außerdem, wie gesagt, ist die Gesamtvalue hier tatsächlich insgesamt nicht ganz so gut. Und es kostet halt schon 900 F-Coin. Das heißt, wenn man es rein für Upcuts und Amplis kauft und generell halt die Value von den Items an sich sieht, definitiv. Aber es hat nicht die beste Value oder keine bessere Value als das 500er Pack. Ich würde sogar sagen, eine minimal schlechtere Value. Und dann haben wir noch das Beginners Package A, was uns auch wieder in die gleiche Richtung führt. Also ihr merkt schon, das ist alles so dieses Beginner-Stuff, was wirklich für Anfänger im Cash-Shop ist. Ist eigentlich überall gleich. Auch hier haben wir wieder den Vergleich. Wir haben 5 Amplis, haben wir direkt 500 F-Coin, den Inviback 30 Tage 300 F-Coin sind 800, 5 Power Scrolls sind nochmal 500. Damit sind wir allein durch diese 3 Items, die wirklich jeder, also da sieht hoffentlich jeder den Nutzen von diesen 3 Items,
sind wir schon bei mehr, als das Ding kostet. Das heißt, die reine Value von dem Package ist sehr gut, weil wir hier wirklich wieder deutlich drüber sind. Also allein die Power Scroll und die Amplis würden schon 1000 kosten. Invi-Bag kriegt man quasi schon geschenkt und alles in der Mitte kriegt man geschenkt. Wo ist jetzt hier der Unterschied zu den anderen Dingern? Es ist leider halt ein bisschen teurer, 1012, aber man kriegt direkt einen Beginners Flying Box 30 Tage und ein Pickup-Pad 30 Tage. Das heißt, hier hat man schon mal für 30 Tage lang das Problem CS-Pad gelöst und Flying-Item. Aber auch hier ist es wieder so, kostet halt schon 1000 F-Coin, also ist jetzt nicht mehr ganz so günstig. Dafür geht schon ein gewisser Teil der F-Coin, je nachdem wie viel man auflädt, leider drauf. Aber insgesamt hat es auf jeden Fall wieder eine bessere Value als das Limited Package 900. Also in dem Fall Limited Package 900 oder Beginners Package A würde ich persönlich tatsächlich zu dem Beginners Package A greifen. Und warum jetzt das hier, wie gesagt, steht mit dem Achtung Pad, Achtung Mount. Wenn ihr eine begrenzte Anzahl von F-Coin habt, dann solltet ihr halt vermeiden, doppelte Packages zu kaufen, wo ihr die gleichen Items bekommt. Weil ihr braucht ja keine 2 CS-Pads zum Beispiel. Ich meine, gut, die sind zwar alle time-limited, die kann man ja, also man kann ja nicht, muss ja nicht alle Zeit gleich aktivieren, man kann die ja sammeln theoretisch und irgendwann mal aktivieren. Keine Frage. Bei den Fluggeräten ist es theoretisch ähnlich, könnte man theoretisch auch sammeln und irgendwann mal benutzen. Wobei die Fluggeräte aus Limited Pass und Limited Package 900 und Beginner Pass dürften schlechte Fluggeräte sein, die sowieso nicht besonders schnell sind. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht eher darum, wenn ihr begrenzte F-Coins habt, weil das hier alles zusammen würde tatsächlich fast 3000 F-Coin kosten, solltet ihr euch wahrscheinlich für eins entscheiden, wo ihr persönlich die meiste Value drin seht, weil sonst macht das wenig Sinn, dass ihr euch halt 3 CS-Pads kauft mit 3 Packages, die zwar an sich eine gute Value haben, aber wie gesagt, dann habt ihr halt 3 CS-Pads und das ist halt dann irgendwie so ein bisschen wasted. Wobei man dazu sagen muss, alle diese Packages haben grundsätzlich eine gute Value. Wenn ihr die Power-Ups Invi-Bags gut bewertet, dann könnt ihr damit gar nichts falsch machen. Grundsätzlich, es ist nur der Hinweis für Leute mit begrenzten F-Coin, dass ihr manche Sachen doppelt bekommt und dann vielleicht doch hier und da lieber was anderes gekauft hättet, wenn ihr eben nur ein begrenztes Budget festgelegt habt. Dann steht hier noch der Extended Pass für 1200 F-Coins. Die haben schon viele Leute gefragt, ja, aber der April ist doch schon, 24. April ist doch schon so spät, den kriege ich doch gar nicht mehr fertig. Das stimmt, leider hat der Battle Pass aber eine extrem gute Value. Wir können uns noch mal kurz hier im Schnelldurchlauf angucken. Das heißt, selbst wenn ihr nur den halben Battle Pass fertig kriegt, ja, oder sagen wir mal bis mindestens 25 sollte man echt schaffen. Es ist nicht sehr einfach, aber ich gehe jetzt mal davon aus, FEC-Start, man grindet wie verrückt, man ist jeden Tag online, wird hier sehr viele wöchentliche und Dailies auf jeden Fall ablösen. Abschließen, kann dann die Belohnungen einlösen. Und auch bei den saisonalen Belohnungen sind einige Sachen dabei, die doch relativ einfach sind. Tatsächlich, sowas wie Kostüme erhalten zum Beispiel, sind geschenkte 2 Level. PvP-Arena theoretisch kann man sich einfach mal reinstellen und killen mit einem anderen Spieler. Man kann ja vieles einfach mit seinen eigenen Chars machen und so. Visit a Friend's House und Press Hearts sind auch 2 geschenkte Level. Also man kann schon viel machen. Level 30 werden die meisten Leute nicht erreichen. Ich habe es durchgerechnet. Theoretisch ist es möglich, Level 30 zu erreichen, noch mit dem April-Pass. Es ist extrem schwierig. Die meisten werden es nicht schaffen. Fast keiner wird es schaffen. Aber es ist theoretisch möglich, zumindest auf jeden Fall auf 25 zu kommen. Und spätestens auf 25 hat man schon eine unfassbare Value eigentlich. Also es lohnt sich schon. Ja. Ich kann aber einsehen, wenn man sagt, nee, lohnt sich für mich persönlich nicht mehr, weil wenn ich dann wirklich nur Level 20 oder noch weniger schaffe, dann ist es für mich blöd. Das kommt halt jetzt stark darauf an, wie weit man wirklich kommt. Das kann ich nicht niemandem versprechen, wie weit ihr kommen werdet. Das hängt ja von euch ab letztendlich. Aber grundsätzlich Extended Pass spätestens ab dem 1. Mai ist es definitiv ein Must-Have. Additional Connection Coupon, habe ich vergessen, den Preis dazu zu schreiben tatsächlich. Crazy, das ist ganz am Anfang der Liste. Müsste 1500 kosten, genau. Habe ich tatsächlich auch mal ein Video drüber gemacht. Auch über den Battle Pass habe ich mal ein extra Video gemacht. Könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken, was die für eine Value haben. Der Additional Connection Coupon ist, glaube ich, bei knapp über 4000 F-Coin. Der Extended Pass ist, glaube ich, bei fast 8000 oder so. Also von der Value an Items, die man da drinnen hat. Das heißt, das sind auf jeden Fall beides an für sich No-Brainer. Aber wie gesagt, bei dem Additional Connection Pass ist es ähnlich wie jetzt für den Battle Pass für April. Guckt euch an, was da drinnen ist und entscheidet selber, ob sich das für euch lohnt. Also Additional Connection Coupon, nur um euch zu zeigen, wo man das findet. Das ist hier Premium-Gegenstände und dann der ganz rechte, das ist hier Spielzeit. Dann der ganz rechte Tab Premium-Gegenstände, also Anmeldeserie und Spielzeit ist immer diese Daily-Gratis-Belohnungen, wo man auch viele Premium-Items bekommen kann. Gesamte Verbindungen ist einmal 28 Tage lang einloggen und man bekommt auch sau viel Gratiszeug. Und dieses Premium-Gesamtanschluss ist im Endeffekt das gleiche. Das heißt Gesamtanschluss, aber man kann es auch instant machen. Auch mit Level 1 habe ich extra nachgeschaut.
Und hier sind halt zum Beispiel Flask und Potion Boxen, Grilled Eel, Cotton Candy, bla 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 bla. Hier ist halt wieder der Nachteil, man bekommt die Belohnungen halt nur jeden Tag einmal. Also immer fürs Einloggen wird es quasi gespeichert. Nach einer bestimmten Anzahl von Logins halt, auch 28 Tage insgesamt. Hat aber wie gesagt extreme Value, kann man sich definitiv holen. Für einen Serverstart ist halt nicht so gute Value, weil man die Items halt erst nach einer gewissen Zeit bekommt. Ja? Also auch hier wieder ähnlich wie der Beginner-Pass, muss man halt damit rechnen. Man kriegt die Items nicht instant, ist halt der Nachteil von der Sache. Aber an sich, rein von der Value her, theoretisch ein No-Brainer. Dann, etwas, was ich bisher fast von niemandem gehört habe, sind zeitlich begrenzte Bundles. Zum Start des FECs wird es höchstwahrscheinlich einige Time-Limited Bundles geben, die abhängig vom Wochenend-Event sein werden. Aber natürlich ist es FEC, Gala will Geld einnehmen, Gala will verkaufen. Die werden 1000%ig spezielle Bundles haben, die vor allem für den Serverstart gut sein werden. Das könnte zum Beispiel sein, kauf 20 Power Scrolls, das wären was 2000 F-Coin. Und du sparst 20%. Das heißt, du zahlst nur 1600 für 20. Oder kaufe, was weiß ich, 50 Upcut Stones und bezahle nur 40. Kaufe 20 Amplis und bezahle nur 16 und so weiter und so fort. Die werden wahrscheinlich einige 20% Bundles haben. Seht ihr hier auch, die haben gerade einen 100er G-Product Bundle und man zahlt aber nur 8000 F-Coin, man spart also 20%. Und das werden die höchstwahrscheinlich haben beim FEC-Serverstart. Wahrscheinlich für, wie gesagt, Upcut Stones könnte ich mir vorstellen. Amplification, Power Scroll. Da werden einige Sachen tatsächlich drin sein, die hier mit 20% Discount im Shop sein werden. Und von dem her ist es auf jeden Fall etwas, wo man auch gucken muss, was ist denn tatsächlich am Tag vom Release. Und das werden wir leider erst am Tag vom Release erfahren im Cash Shop. Und da kann man dann auch nochmal zuschlagen. Diese Bundles werden halt wahrscheinlich relativ teuer sein. Also ich glaube, es gibt keine Bundles für unter 1000, könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, die sind eher so Mittelpreisklasse. Hier sieht man es von 4.000 bis 8.000. Das ist tatsächlich schon relativ teuer. Aber es sind halt Upgrade-Bundles, die sind immer ziemlich teuer. Die Power-Up-Bundles sollten in der Regel ein bisschen günstiger sein. Aber auch da, wie gesagt, einfach gucken, was da ist. Könnte tatsächlich sich extrem lohnen. Wenn jetzt jemand wirklich vor allem scharf auf Amplis und so weiter ist, dann wird er da wahrscheinlich den besten Deal haben. Und die Deals sind dann tatsächlich nochmal besser als wahrscheinlich hier Beginners Package A, Limited 900, Limited 500. Je nachdem, was für Angebote da sind. Und je nachdem, was eure Präferenz ist. Das hängt natürlich stark von jedem Einzelnen ab. Manche sind geiler auf Power-Ups, manche sind geiler auf Amplis, manche sind geiler auf was auch immer. Das hängt halt auch wieder von jedem selbst ab. Dann geht's weiter. Speedset auf eigene Gefahr habe ich hier geschrieben. Ja, Speedset ist halt Gamble, was soll ich sagen? Ich kann niemandem empfehlen, es zu kaufen. Ich finde das unverschämt teuer tatsächlich. Es kostet 700 F-Coin. Das ist wirklich pures Gamblen. Wenn ihr es einmal kauft, ihr kriegt ein 2% Speedset, fühlt ihr euch wie die absoluten Trottel. Seid gewarnt, das ist wirklich reines Glücksspiel. Man braucht nicht zwingend ein Speedset. Ihr werdet höchstwahrscheinlich kein 10% Speedset ziehen, außer ihr kauft die Box mindestens 5, 10, 20 Mal. Eine Garantie gibt es niemals. Und von dem her würde ich mich davon wirklich stark distanzieren. Das kann ich niemandem empfehlen, der vor allem nur begrenzte F-Coin hat. Also vielleicht einmal kaufen oder wenn man 2 Charakter hat, zweimal kaufen. Dann akzeptiert man einfach, was kommt und lässt es. Aber ich würde hier definitiv nicht gamblen. Davon kann ich euch nur abraten. Das kann richtig mächtig in die Hose gehen. Und es ist wirklich verdammt teuer. Diese Speedsets sind verdammt teuer. Zudem ist das Speedset, das aktuell im Cash-Up ist, auch noch extrem hässlich. Auch hier besteht allerdings die Chance, dass Gala speziell zum FEC-Serverstart tatsächlich eine besondere Aktion macht, wo sie andere Speedsets in einer Speedset-Random-Box verkaufen oder ein anderes Speedset einfach zusätzlich anbieten. Auch durchaus. Das heißt, schaut am Tag vom Serverstart rein. Vielleicht gibt es noch ein anderes Speedset zu kaufen oder wie gesagt eine Random-Box oder so. Aber so oder so bleibt es Glücksspiel, egal welches Set oder egal, ob das jetzt hässlich ist oder nicht. Einfach sagen, dass man da hier vorsichtig sein soll. Dann CS-Pad, muss ich sagen, lasst es. Wir haben schon gesehen, hier gibt es Möglichkeiten, gratis CS-Pads zu bekommen für eine gewisse Zeit. Und danach könnt ihr euch einfach die Gigglebox kaufen. Alle diese CS-Pads, die man hier aus verschiedenen Bundles bekommt, sind in der Regel mindestens 7 Tage oder sogar 30 Tage. Und damit braucht ihr erstmal für eine ganze Zeit kein CS-Pad. Danach werdet ihr in Penya schwimmen. Die Inflation auf dem Server ist geistesgestört. Die Gigglebox kostet nicht viel Penya. 14 Millionen Penya für 15 Tage. Kann man sich permanent kaufen. Ist absolut kein Stress. Das heißt, ein CS-Pad kann man komplett sein lassen. Fluggerät kann man auch erstmal lassen, wenn man sich auch wieder hier eins dieser Bundles kauft. Und kann sich danach ebenfalls für Penya von anderen Spielern kaufen. Man muss ja nicht selber die ganze Zeit F-Coins aufladen. Man kann sich ja auch Penya spielen und damit F-Coins oder Items von anderen Spielern einfach kaufen.
Und theoretisch besteht auch die Möglichkeit, es bei Red Meteonica zu droppen. Bloody Cloud bei Red Meteonica ist ein Drop im Spiel. Also man kann sich auch ein CS-Fluggerät quasi gratis, also es ist kein CS-Fluggerät, aber es ist genauso schnell wie ein CS-Fluggerät, kann man tatsächlich droppen. Aber auch hier ist natürlich von Glück abhängig und außerdem muss man natürlich dazu sagen, Red Meteor Level 120, also da dauert es ein bisschen, bis man da ist, keine Frage. Aber grundsätzlich auch hier hängt es halt davon ab, was man hier macht. So, und dann kommen wir auch schon zu den einzelnen Gegenständen. Das war jetzt das ganze große Ding. Items, auf die man hier auf jeden Fall mal hinweisen sollte, dass die existieren, was die kosten, was sie für Inhalte haben. Housing. Wenn man Housing direkt zum FEC Serverstart haben möchte, führt kein Weg dran vorbei, kostet 1600 F-Coin, finde ich persönlich unverschämt teuer. Das ist schon eine ziemliche Wucht, tatsächlich. Couple Housing geht ab Level 61, kostet leider nur nochmal 1600 F-Coin und geht nur für F-Coin. Ihr könnt kein Couple Housing haben, wenn ihr nicht selber F-Coin aufladet. Es ist literally unmöglich, als Free-to-Play-Spieler Couple Housing zu besitzen. Das ist ein reines Premium-Pay-to-Win-Feature. So viel zum Thema Spiel ist nicht Pay-to-Win. Und die die NPCs, die hier vor allem relevant sind, also habe ich mir zwar rausgesucht, aber es sind wirklich eigentlich die besten. Alle anderen sind, finde ich, fast schon absoluter Trash oder komplett irrelevant. Sind 5% XP, 5% Drop, 5% Speed, Laufspeed, kann man locker weglassen. Das kann ich mal in Kursiv machen. Bin ich persönlich eigentlich gar kein so riesiger Fan. Bei den NPCs ist aber der Vorteil, dass die echt günstig sind. Dann der Hatter, also das hier sind Links sind immer die Namen, so findet ihr es im Cash-Up, Casanova, Misun, Themas, Hatter, Alice, Pang. Hatter 3% PvE-Damage, auch sehr gut. Also ich würde sagen, die besten drei sind XP, Drop und PvE-Damage. Also das sind so die drei Must-Have-NPCs. Speed und PvE-Reduction kann man weglassen. Oh, hoppla. Kann man weglassen, definitiv. Weil es die meisten Leute werden, also 3% PvE-Reduction, wenn du jetzt 1000 Schaden bekommst, macht das 30 Schaden. Das ist ziemlich irrelevant. Das ist eher was für Tanks vielleicht oder für AOE-Face-Tank-Spieler. Das ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt jeder unbedingt braucht oder wo jeder unbedingt die Value drin sieht. Also auch wieder so eine Sache, die davon abhängt, was ihr überhaupt spielt. Und dann gibt es natürlich noch den Pang. 7 Tage hier nur mit Buffs. Die Buffs sind ziemlich schlecht. Das sind die gleichen Buffs, der Anfängerhelfer jedem bufft. Nur damit simuliert, wie als hättet er 500 Int. Also die Buffs sind weiterhin Level 6, 7 oder was auch immer. Aber halt plus 20 sozusagen. Also statt 6 STA gibt es halt dann 26 STA und so weiter. Ist aber trotzdem immer noch ziemlich schlecht. Also sich nur dafür ein Haus zu kaufen, halte ich dann doch für etwas fragwürdig. Einfach weil es halt 1600 F-Coin kostet. Das ist schon echt viel. Außerdem kann man den Buff-Pang auch in anderen Häusern benutzen. Das heißt, wenn man einen Homeboy hat, der sich den Pang kauft, kann man ihm vielleicht irgendwie eine Ampli schenken oder so. Und er lässt euch dafür vielleicht in sein Haus und den Pang mitbenutzen. Dann kann man sich so ein bisschen die Kosten teilen. Das wäre wahrscheinlich die klügere Alternative, bevor sich hier 30 Leute ein 1600 F-Coin Haus kaufen, dass man sich später, by the way, für 100 Millionen Penya dazu holen kann. Also Housing geht für Penya, ich habe es schon dazu geschrieben, kostet später 100 Millionen. Das ist nicht viel Geld auf dem FEC. Also ich persönlich würde es mir eher mit Penya holen. Außer man hat jetzt wirklich den absoluten Megastart vor und will auf nichts verzichten. Dann sofort, aber ist halt schon ziemlich teuer. Dann kommen wir noch zu mehr Single-Items. Scroll of Return Town ist vor allem für Jobquest und Inventarlernen ganz cool. Für Inventarlernen kann man auch andere Items benutzen, wie zum Beispiel Scroll of General Shop oder so. Ich sehe aber den Vorteil in der Scroll of Return Town tatsächlich doch ein bisschen mehr, weil oft hat man ja auch Set-Teile oder irgendwelche Karten oder was auch immer. Man hat ja meistens noch andere Sachen im Inventar, braucht vielleicht auch neues Food oder so. Will vielleicht auch einfach mal so kurz in die Stadt gucken, Shop neu aufmachen, whatever. Also Scroll of Return Town bietet halt den Mehrwert, dass man instant in die Stadt kommt. Dann kann man auch Inventar lernen, pipapo, noch zig andere Sachen machen. Und sofort zurück zum Levelspot zurückkehren. Bei einer Scroll of General Shop oder whatever kann man auch Inventar lernen, aber halt eigentlich nur Inventar lernen. Wenn man auch noch auf die Bank zugreifen will, dann bräuchte man noch eine Scroll of Private Custody und so. Dann wird es halt dann schon ziemlich teuer. Scroll of Return Town ist so irgendwie das Gesamtpaket. Wenn man es nur fürs Inventarlernen benutzt, braucht man auch tatsächlich nur die kleine Return Town. Die kostet 10 F-Coin. Die große, wo man auch alle Teleportationspunkte hat, die kostet 20. Die ist eher für Quests und so weiter. Beide sind auf jeden Fall gut. Und wenn man jetzt aber nur für Quests aus ist, dann nutzt man wahrscheinlich eher einen Blinkwing auf Madrigal, wenn man genau weiß, wo man hin muss und so weiter. Kostet 10 F-Coin each. Das sind so die Utility-Items, die vor allem bei der Job-Quest einen gigantischen Unterschied machen. Mit diesen beiden Items, egal welches, kann man die Job-Quest innerhalb von 5 bis 10 Minuten erledigen. Also ich rede von der zweiten Job-Quest, by the way.
Bei der ersten kann man es theoretisch auch benutzen, aber da ist es schon fast ein bisschen Overkill, weil die erste Jobquest ja doch relativ easy ist. Aber die zweite Jobquest kann man mit diesen beiden Items sowas von unfassbar schnell erledigen. Also ein Free-to-Play-Spieler, der überall hinfliegt und hinläuft, der braucht wahrscheinlich, sagen wir mal, halbe Stunde bis ganze Stunde, je nachdem, wie viel Pech er hat, sagen wir es mal so. Und ein Pay-to-Win-Spieler kann es in 5 bis 10 Minuten erledigen. Also Free-to-Play-Spieler zugeben, man muss eine halbe Stunde, passt schon, wenn man sich anstrengt, wenn man sich Mühe gibt, wenn man weiß, was man machen muss, braucht man wahrscheinlich 30 Minuten. Pay-to-Win kann es in 5 bis 10 erledigen. Also der Vorteil hier ist gigantisch. Dann Potions aller Art. Ich habe jetzt hier nicht alles einzeln aufgelistet, das ist dann ein bisschen zu kleinkariert, finde ich. Können wir uns vielleicht einfach kurz angucken. Verbrauchsgegenstände, Tränke und Medizin. Doch, das sind sie, genau. Da gibt es ja halt... Sind das alle? Jetzt bin ich mir doch nicht sicher. Machen wir nochmal alles hier. Scrollen einfach runter. Ja, doch, es sind tatsächlich alle, ne? Es sah irgendwie gerade so wenig aus. Ja. Egal, auf jeden Fall gibt es da halt für verschiedene Klassen, für verschiedene Spielstile halt die 10% Crit Damage, die 10% Crit-Rate, magische Kraft, Magie, ne gut, Magieverteidigung ist Trash für PvE, Magiebeschleunigung und Angriffstempo. Angriffstempo vor allem fürs Early Game extrem relevant, für Pay-to-Win-Spieler 10% Crit Damage und Crit-Rate auch. Also da kann man seinen Low-Level-Char plötzlich aussehen lassen wie Hulk Hogan. Plötzlich greift er sauschnell an, plötzlich hat er 10% Crit-Rate out of nowhere. Und die Crits machen sogar ein bisschen Schaden, weil Crit Damage im Low-Level fast ein bisschen wasted ist, meiner Meinung nach. Aber ich bin ja auch in Geizhals. Ja, dann können wir gleich weiter gucken. Hier die 20 STR, 20 in 20 Dex-Dinger sind natürlich richtig geil, die Flasks. Und genau, die kämen dann sowieso hier irgendwo noch. Die 20 Stat-Flasks habe ich sie genannt, genau. Kosten 300 F-Coin für 10. Die Potions kosten 100 F-Coin für 10. Wie gesagt, muss man sich jetzt selber entscheiden, wie viele sind es mir wert, wie viele will ich aktivieren. Magier haben es ein bisschen leichter, weil sie haben eigentlich nur 2 relevante Potions und eine relevante Flask. 1v1 hat theoretisch 2 relevante Flasks und 3 relevante Potions. Also da gehen halt die Spielstile dann wieder ein bisschen auseinander. Und je nachdem, wie viel Geld man bereit ist auszugeben, kann man seinen Char noch krasser buffen. Ein Power-Up, was sich immer lohnt, weil es auch nur 30 F-Coin die Stunde kostet, sind Upcut-Stones. 10 Stück für 300, einer kostet 30, einer hält eine Stunde. Invi-Bag 30 Tage, auch ein All-Time-Classic, 300 F-Coin each. Braucht man nicht zwingend, könnte ich auch fast inklusiv packen. Weil wir haben ja schon gesehen, der Invi-Bag ist tatsächlich hier oben in Packages enthalten. Also je nachdem, für welches Package ihr euch entscheidet, falls überhaupt ein Package. Aber eigentlich haben sie alle eine ziemlich gute Value, wie wir uns ja schon angeschaut haben. Ja, kann man sich den Invi-Bag auch sparen. Einen kriegen wir sowieso gratis, by the way. Ein Invi-Bag kriegt man es für Pre-Registrieren. 15 Tage Pre-Registrieren kriegen wir einen Invi-Bag. Zwar nur 15 Tage, nicht 30 Tage. Aber das heißt, einen hat man sowieso schon. Und wenn ihr dann euch, wie gesagt, noch eins der Bundles kauft, wo ein Invi-Bag drin ist, dann könnt ihr euch den theoretisch sparen. Dann Elemente Textstone Select Boxen, die sind fürs Early Game jetzt nicht so relevant. Beim Early Game wechselt man ja andauernd die Monster, das heißt, die sind eher fürs Late Game, habe ich jetzt aber trotzdem mal dazu geschrieben, einfach als relevantes Item. Dann natürlich hier absolute Klassiker, FEC Flask, 30 Tage, 15 Tage, 7 Tage, 3 Tage. Wir gehen davon aus, dass die genauso teuer sein wird wie letztes Jahr. Ich rede so schnell. Wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat 30 Tage 3800 F-Coin gekostet, 15 Tage hat 2000 gekostet, 7 Tage 1000 und 3 Tage hat 500 gekostet. Die beste Value hat logischerweise die 30 Tage Flask. Hier muss man aber direkt 3800 F-Coin, das heißt wahrscheinlich einen Mammutteil seiner Gesamt-F-Coins investieren, hat dann aber auch für 30 Tage seine Ruhe. Was bietet diese Flask? Hier nochmal als Verständnis: 100% mehr XP, 100% mehr Drop und 15% PvE-Schaden. Das sind die 3 Werte, weswegen man sie kauft. Ist auch egal, welche Version man kauft, die hat immer die gleichen Effekte, die unterscheiden sich lediglich im Preis also im Preis pro Tag. Je mehr, desto günstiger und in der Dauer halt einfach logischerweise. Das nächste Mammutanteil, wenn man sich dafür entscheidet für F-Coins, ist die kombinierte Party-Schriftrolle. Grundsätzlich ist das die beste Value für sein Geld, wenn man Party-Scrolls will. 5500 F-Coin für 30 Tage, 3500 für 15 Tage und 300 für einen Tag. Auch hier das gleiche. Je teurer, desto besser die Value pro Tag, also desto günstiger pro Tag. Wenn man ein bisschen mehr geizig ist, würde ich persönlich sagen, Full Party Skill reicht eigentlich auch. Man hat ja dann keine zusätzliche Party XP, man bekommt keine zusätzlichen Party Punkte und man kann keine Party Skills stapeln. Also man hat schon einige Einschneidungen, aber man hat trotzdem Full Link Attack und es werden höchstwahrscheinlich trotzdem Leute deiner Party joinen. Vor allem, wenn du ein paar Kollegen vielleicht hast aus der Gilde, aus deinem Kollegen, Freundeskreis etc., dann ist es in der Regel nicht so schlimm. Sofern du die Skills immer aktivierst, wird es die Leute nicht großartig stören, ob du jetzt stackst oder nicht.
Natürlich ist es deutlich entspannter, wenn man sie stacken kann, aber hier könnte man sich halt auch nochmal ein kleines bisschen Geld sparen. Vor allem für Leute, die einfach selber 8 Chars online holen, ist das halt die Methode, weil du musst ja keine Randoms in deine Party holen. Du kannst dir einfach selber 8 Charakter erstellen und damit deine eigene Party füllen und dann selber nur mit 2 Chars rumlaufen. Und dann reicht auf jeden Fall die Full Party Skill, weil dann geht dir gar keiner auf die Nerven mit irgendwie, oh, aktivier doch Global Attack mal länger oder warum stapelst du nicht oder so. Wenn du alleine in der Party bist und dich stört das mit dem Stapel nicht, kannst du hier eine Menge Geld sparen, indem du nur die Red Scroll, schreibe ich vielleicht auch nochmal dazu, das ist die sogenannte Red Scroll, Full Party Skill, kann man wie gesagt auch nochmal deutlich Geld sparen. Nachteil ist halt, die Party levelt langsamer und man hat weniger Partypunkte zur Verfügung, was vor allem zu Beginn des Servers ein definitiver Nachteil ist. Langfristig ist es aber kein wirklicher Nachteil, würde ich persönlich sagen, oder kein extremer Nachteil. Dann ein Item, was sehr oft übersehen wird, ist die Scroll of Selected Party. Die kostet nur 100 F-Coin. Springen wir kurz zurück ins Game. Was macht diese Scroll? Diese Scroll setzt das Party-Level sofort auf Level 10, erhöht das Party-Level sofort auf 10 und kann damit sofort in eine erweiterte Party umgewandelt werden. Warum ist das wichtig? Diese Scroll sorgt dafür, dass ihr instant eine Party mit Party auf Schaden erstellen könnt. Und Party auf Schaden ist das, was jeder will. Selbst mit Level 1 wollt ihr keine Party auf Level eigentlich haben, weil Party auf Level bedeutet eigentlich grundsätzlich immer die schlechtestmögliche XP. Party auf Schaden bedeutet immer die bestmöglichste XP. Selbst wenn beide Leecher in der Party, oder was heißt beide Leecher? Selbst wenn einer der Party komplett inaktiv ist, macht ihr trotzdem mehr XP, wenn die Party auf Schaden ist. Außerdem, je höher die Party, desto schneller könnt ihr Link Attack nutzen und hiermit kriegt ihr die ersten 10 Level direkt geschenkt. Und wenn ihr dann zu viert eine Party levelt, geht das sehr schnell bis Level 20 selbst als Vagrant. Wesentlich schneller auf jeden Fall, als wenn man auf Level 1 startet und nicht auf Level 10 und es sind halt nur 100 F-Coin. Der einzige Nachteil ist hier, das ist natürlich ein Single-Use-Item. Das heißt, ihr benutzt das Item einmal, setzt das Party-Level von einer Party auf Level 10 und damit ist Feierabend. Das ist dann alles gewesen. Das ist der einzige Nachteil, aber ansonsten ist das ein hammergeiles Item, vor allem für den Serverstart. Vor allem für den ersten Tag hat das wirklich krasse Value und ist hier definitiv zu empfehlen. Dann haben wir Pet Feedback, 15 Tage für 3000 F-Coin habe ich hier noch mit aufgenommen. Für den Serverstart ist nicht sehr relevant, aber generell ein relevantes Item, weil, Moment, hier ist es. Achso, das heißt nur Feedback. Sorry, habe ich Pet Feedback geschrieben. Nein, das heißt nur Feedback tatsächlich, my bad. Genau, Feedback, 15 Tage für 3000 F-Coin. Hört sich jetzt erstmal ziemlich teuer an, ist definitiv etwas für Leute, die wahrscheinlich permanent ein bisschen Cash aufladen oder irgendwann sehr gut im Game sind, dass sie sich sowas permanent für Penya holen können. Ist halt fürs Farmen schon auch nochmal insane Value, weil man damit halt wirklich nochmal sein Damage extrem krass boosten kann. Vor allem Klassen, die Crit-Rate-Pads benutzen, kriegen hier einen 100% Crit-Damage-Buff für 20 Sekunden alle 2 Minuten. Und das quasi ohne, dass es irgendwelche zusätzlichen Kosten verursacht. Außerdem spart man sich sämtliche Pet-Candies grundsätzlich. Also hat eigentlich auch eine ganz gute Value. Ist so das absolute Casher-Power-Up, kann man fast sagen, was halt so teuer ist. Und ja, man kann auch sagen, fast ein bisschen unnötig. Aber es macht auch wirklich einen großen Unterschied. Also wenn man jeden Tag sehr, sehr lange spielt, sehr, sehr viel spielt. Also im Endeffekt kann man sagen, je mehr man spielt, desto mehr lohnt er sich. Je länger man online ist, desto mehr lohnt er sich. Und so ist dieses Item letztendlich aufgebaut. Es erfordert natürlich, dass man ein gutes Pet hat. Ein S-Pet im besten Fall, weil dann der Pet Grace am besten ist. Und damit kann man den Pet Grace halt im Endeffekt permanent spammen, weil man keine Energie verbraucht und damit eben keine Kosten durch Pet Candy entstehen. Also man spart sich dann auch wirklich ein bisschen Kohle. Ich meine, wie viele Pet Candies würde man in 15 Tagen benutzen? Wahrscheinlich nicht allzu viele. Aber all dieses Geld spart dieses Ding auf jeden Fall. Und ist halt, wie gesagt, so ein reines Casher-Power-Up. So, und zum Abschluss dieses Videos gucken wir uns jetzt noch die beste Kombi für 5625 F-Coin an. Warum zum Teufel 5625 F-Coin? Das ist der Betrag, wenn ihr die zweithöchste F-Coin-Aufladung macht, also die mittlere F-Coin-Aufladung würde ich es jetzt mal nennen. Alles unter 5625 habe ich persönlich mir jetzt ehrlich gesagt nicht angeguckt, muss ich gestehen. Ich denke mal, die meisten von uns, wir sind ja alle erwachsen, also wenn man nicht bereit ist, so viel Geld zu investieren, dann ist es vielleicht sogar besser, wenn man gar nichts investiert. No front. Und dann werde ich wahrscheinlich morgen nochmal ein Video machen, wo wir uns nochmal andere Kombinationen für mehr Geld angucken werden, was meine Empfehlung für den Start wäre und wo ich die meiste Value sehe. Und dann kommen wir auch schon zu meiner kontroversen Liste von Items, die ich mir kaufen würde für 5625 F-Coins. Ja, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also ich kann es eigentlich nur empfehlen, würde ich sagen. Also ich finde, ich habe hier gekocht, muss ich mal wirklich sagen.
Couple Housing erkläre ich gleich. Ich würde sagen, wir springen erstmal zur kombinierten Party-Schriftrolle 3-mal. Ihr seht, ich habe hier vieles wirklich auf kurze Dauer angelegt. Das liegt einfach daran, wir haben ein extrem begrenztes Budget. Mit diesem extrem begrenzten Budget muss man irgendwie arbeiten können. Vor allem was Partyscroll und FEC Flask angeht, hat man nicht viele Möglichkeiten, da die Partyscrolls einfach unverschämt oder unfassbar teuer sind. Also man kann hier nicht erwarten, mit 7, 15 oder 30 Tagen rauszugehen, weil das einfach schon unser Budget zu so einem großen Teil verschlingen würde, dass man sich dafür eigentlich nichts anderes mehr holen kann. Ja? So 5625 F-Coin, das sage ich immer wieder, es ist so unfassbar wenig, weil der Cash-Shop so unfassbar teuer ist. Also man kriegt für für eigentlich nicht wenig Geld, kriegt man nicht sehr viel, muss man leider so sagen, wie es ist. Hier, by the way, mal danke an alle Casher, die uns das Spiel finanzieren. Das heißt, wieder mal das undankbar. Genau. Und deswegen muss man ja einfach gewisse Einsparungen vornehmen und halt wirklich schauen, dass man einen sehr guten Start hinlegt, damit man sich später die Items dann einfach für Penya kaufen kann. Ja. Was auch unter anderem einer der Gründe für das Couple Housing ist. Aber wie gesagt, dazu komme ich gleich noch. Scroll of Selected Party, das beste Item, was Value angeht im Cash-Shop für den Serverstart. Ihr habt Instant Party Level 10. Kombiniert mit der kombinierten Party-Schriftrolle ist das eine Wombo-Combo. Ihr macht Instant Party auf 10, die Leute sehen, Alter, guck mal, dem seine Party ist 10. Am besten nennt ihr eure Party auch Advanced Party on Contribution oder Country Advanced Party oder 1 am besten noch davor, damit sie in der Liste weit oben angezeigt wird oder was es da das für Tricks gibt. Jedenfalls müsst ihr den Leuten klar machen, schaut mal, ihr habt eine Party, das ist bereits Level 10 und guckt mal, ich habe Party-Scrolls. Dann kommen die Leute wie die Fliegen zum Licht zu euch, weil sie wissen, die Party ist schon sehr weit, wird schnell Level 20, 25, 40 erreichen und folglich habt ihr sehr schnell Skills und die Leute wollen bei euch Skills schnorren. Außerdem helfen euch diese Leute dann auch, eure Party hochzuleveln. Wenn ihr keine Homies oder so habt, die mit euch in die Party kommen wollen, weil sie selber Party-Scrolls haben oder so, kann man das so machen. Und wie gesagt, Party-Scroll, Party Selected, Scroll of Selected Party, verdammt nochmal, Party Instant Level 10. Ihr spart euch dadurch einfach unfassbar viel Zeit, weil tatsächlich eine Party auf 20 zu ziehen am Anfang dauert echt lang. Also die ersten 10 Level zu skippen, ist so ein monumentaler Unterschied. Das ist so ein extremer Vorteil, den man gegenüber allen Free-to-Play-Spielern hat. Das ist einfach richtig crazy. Ja, und wie gesagt, ich meine, ihr geht da am ersten Tag wahrscheinlich nicht offline, also erst wenn ihr vom Stuhl fallt oder so. Und entsprechend, ja, also das hat einfach wirklich unfassbare Value. Kann ich nur empfehlen. Absoluter No-Brainer, das Item. Dann FEC Flask, 3 Tage, ähnlich wie bei den Party-Scrolls. Wie gesagt, wir haben ein begrenztes Budget, wir können nicht mehr Geld ausgeben dafür. 500 F-Coin. Limited Package 500. Springen wir nochmal zurück ins Game. Nochmal zur Erinnerung, was ist Limited Package 500? Das sind 10 Upcut Stones, 3 Amplification, 10 Blinking of Madrigal, Vital Drink Refresher holt, leider Kitty oder Doggy. Ihr seht gleich, warum leider, weil wir uns auch das Beginners Package A holen. Ja, ist ein bisschen blöd, dass wir da das CS-Pad doppelt bekommen. Schadet uns aber überhaupt nicht, weil wir werden uns ja später sowieso die Gigglebox kaufen. Das heißt, es spart uns letztendlich einfach nur ein bisschen Penya, weil wir noch später damit anfangen können oder müssen, uns die Gigglebox zu kaufen. Außerdem im Beginners Package A, was kriegen wir hier? Noch mehr Amplis. Wir kriegen unsere Power Scrolls. Im Endeffekt 15 Stunden. Bei einer Power Scroll kann man ja 3-mal aktivieren. Je nachdem, wie verschwenderisch man damit umgeht, hält sie entweder 5 oder 15 Stunden oder 10 Stunden. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, die 15 Stunden auszunutzen. Oder vielleicht ganz am Anfang kann man vielleicht mal eine umwandeln. Keine Ahnung, muss jeder selber wissen. Das ist nicht mein Geld letztendlich. Fackel 1 Tag. Gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die ist so ein Bonus-Item, so ein klassisches. Ein Flying-Item kriegen wir. Also alles in einem einfach eine sehr gute Value. Damit haben wir für unseren Main-Character schon mal CS-Pad und Flying-Item abgedeckt. Für den zweiten Charakter, gut, da muss man halt gucken. Außerdem haben wir Blinking of Madrigal, habe ich gerade schon gezeigt, 10 Stück für den Main-Character, der tatsächlich diese Packages kauft. Ich würde zusätzlich dann nochmal 9 Blinking of Madrigal kaufen. Warum jetzt ausgerechnet 9? Naja, es geht sowieso nicht anders, weil es geht sich mit diesen Beträgen tatsächlich genauso aus, komischerweise. Das heißt, ein weiteres Mal für 100 F-Coin wäre tatsächlich nichts möglich. Und die meisten Items kosten leider 100 F-Coins. Entsprechend würde ich hier tatsächlich dann noch mehr Blinking of Madrigal kaufen. Man könnte auch 2 kaufen und noch den 5% Speed NPC einmal kaufen. Das ist jetzt wieder Geschmackssache, da kann man jetzt drüber streiten oder falschen oder was auch immer. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Blinking of Madrigal man jetzt genau braucht. Ich denke mal, oder Return Town. Ich denke mal, mehr ist besser als weniger.
Und wofür man das benutzt, ist ganz einfach, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, für Job Change. Ja. Für Job Change braucht ihr wahrscheinlich nur so 4, 5 Stück. Ist aber egal. 1, 2, 3 zu viel kann man jetzt nicht wirklich haben, weil das ja einfach dafür sorgt, dass man instant irgendwo hinkommt und man wird zwangsläufig irgendwann mal eine lange Strecke zurücklegen müssen, irgendwo hin, und immer dann kann man es einsetzen und spart sich einfach massiv viel Zeit. Und wie gesagt, ihr kriegt 10 Blinking of Madrigal aus den Packages, die wir uns kaufen, und das heißt, diese 9 ungebundenen könnt ihr dann eurem Leecher geben, damit er dann auch bei der zweiten Jobquest eben sich schnell durch die Jobquest blinken kann und man das sich einfach die Zeit spart. Dann haben wir 3-mal Potions. Potions haben wir in keinem unserer Bundle und ich denke, Potions haben die beste Value für F-Coin. Leider halten sie nur eine halbe Stunde, das ist das Einzige, was ich an den Potions gar nicht leiden kann. Also man könnte hier theoretisch auch 10 Upcut Stones kaufen, aber wir haben ja schon Upcut Stones aus unseren Packages, ein paar zumindest. Und das heißt, leider kann man halt Upcut Stones auch nur in 10er-Bundling kaufen. Das ist auch etwas, was ich an Fly Universe sehr kritisiere, dass man nichts einzeln kaufen kann, sonst könnte man mit den F-Coins noch viel besser planen. Aber dann wird es auch zu kleinteilig zugegebenermaßen. Letztendlich denke ich einfach, die Potions haben eine sehr gute Value. Wie gesagt, als Magier 10% Cast Time ist unfassbar krass. Als 1v1 die 10% Attack Speed, gegebenenfalls Crit Damage kann man sich holen. Also mit den Potions kann man schon sehr gut was anfangen. Wie gesagt, falls jetzt jemand kein Fan von Potions ist, würde ich hier sagen, dann kauft euch einmal die 10 Upcut Stones. Also vielleicht schreiben wir das noch dazu. Auch möglich. Upcuts sind halt immer diese Alltime-Klassiker. Upcut-2. Wie gesagt, leider hier hat der Nachteil bei den Upcut Stones, dass man sie nur in diesen dämlichen 10er-Bundling kaufen kann. Also wenn man jetzt hier 5 Upcuts kaufen könnte oder 3 oder irgendwie so, wäre es natürlich nochmal ein bisschen cooler. Aber es geht leider nicht. Dann 2 Amplis würde ich nochmal aufstocken. Bei Amplis kriegen wir zwar einige aus unseren Packages, aber es sind, glaube ich, nur 8 Stück aus den Packages. Also die sind tatsächlich auch verhältnismäßig schnell weg. Wir kriegen aber auch welche zum Serverstart fürs Pre-Registrieren. Also, sage ich mal, ja, passt schon. Wenn wir das maximal 2 kaufen, könnte man theoretisch auch weglassen. Also hier könnte man, sage ich mal, sagen, 10 Upcut Stones und 2-mal Potion statt 3 Potion, 2 Ampli. Also hier kann man sehr viel variieren mit diesen beiden Positionen. Insgesamt sind das 500 F-Coin, mit denen man ein bisschen spielen kann. Das sind die, sag ich mal, am freisten gestaltbaren von diesen F-Coins hier. Und dann sehen wir hier unten noch die NPCs, die, wo ich vorhin schon bezeichnet habe, als die 3 essentiellsten NPCs von allen Personal Housing NPCs, die man aufstellen kann. 2-mal 5% XP, 7 Tage, 2-mal 5% Drop und 2-mal 3% PvE Damage. 5% Drop ist jetzt beim Level natürlich auch so ein Streitfaktor. Da kann man auch sagen, ja, braucht man das jetzt wirklich? Macht das wirklich einen Unterschied? Ja, wahrscheinlich nicht so sehr. Aber ich meine, wenn man wirklich darauf setzt, dass man irgendwo mal einfach ein bisschen Glück hat, ja, und dieses Glück kann man halt nur forcieren, indem man seine Droprate erhöht. Anders ist es halt, wie gesagt, pures Glück, pures RNG. Auch mit 5% oder 10% mehr Droprate ist es immer noch reines Glück und pures RNG. Aber man tut halt was für sein Glück, sag ich mal. Und vor allem, wenn man vorhat, ein paar Giants zu töten oder auch einfach beim Leveln halt mal ein paar mehr Set-Teile kriegen möchte, dass einfach das Zeug für den eigenen Charakter dabei ist oder Sachen, die man verkaufen kann. All das kann man hiermit halt so ein bisschen erzwingen. Und finde ich jetzt trotzdem nicht schlecht. Außerdem die 3% PvE-Damage, also die 3% PvE-Damage und die 5% XP, die sind unverhandelbar. Über die 5% Drop kann man theoretisch verhandeln. Aber guckt euch an, wie günstig das ist für 7 Tage. Bekommt ihr 10% mehr XP, 10% mehr Droprate und 6% mehr PvE-Damage. Und immer bevor ihr offline geht, könnt ihr die NPCs einfach deaktivieren und dann halten sie sogar noch länger als 7 Tage. Weil die sollten nur dann laufen, wenn ihr auch tatsächlich spielt. Sobald ihr offline geht, müssen diese NPCs abgebaut werden und ihr spart euch auch nochmal ein bisschen Kohle, was bei so einem begrenzten Budget definitiv auch nochmal eine coole Funktion ist, ein cooler Faktor ist. Und all das hier, erstaunlicherweise, kostet tatsächlich 5.622 F-Coin. Ist also genau in so einem Budget drin. Wir haben 3 F-Coin übrig. Für 3 F-Coin kann man nichts kaufen. Und entsprechend ist das meine persönliche beste Kombi für 5.625 F-Coin. Was halt sehr wehtut, ist das das Couple Housing ab 61 für die 1.600 F-Coin. Aber ich habe es ja vorhin auch schon mal erwähnt, das ist ein Item, das kann man nur für F-Coins kaufen. Das geht nicht für Penya. Das kann man niemals bekommen. Also ich werde das Item niemals haben, weil ich niemals F-Coin aufladen werde. Und das geht nicht. Du musst F-Coins aufladen für Couple Housing. Anders geht es nicht. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich unverhandelbar. Ja, zum Serverstart ist es erst ab 61 möglich, weil das Couple-System erst ab 61 freigeschaltet wird. Man kann es aber nicht ändern. Es ist leider so. Ja?
Es ist leider so und es sind einfach 1600 F-Coins, die muss man sozusagen einplanen, wenn man vorhat, das Spiel langfristig zu spielen, weil man damit halt permanent zweifache NPCs aufstellen kann und damit langfristig so krass davon profitiert, dass man hier auch den kleinen Einschnitt in den Serverstart in Kauf nehmen kann, dass man sagt, okay, ich habe 1600 F-Coin weniger für Amplis, für Power-Ups und so weiter, aber dafür habe ich ein Feature freigeschaltet, was rein den Cachern vorbehalten ist und entsprechend schon mal für die Zukunft, für die FEC-Farm-Phase, Drop-Phase, Grind-Phase, die ja sehr lange dauert, 5 Monate, habe ich dann schon mal vorgesorgt. Und die NPCs nachzukaufen, das ist wirklich extrem günstig, also das kann man sich immer leisten. Ne? Genau. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sehr viel reden. Sorry, dass ich mich so oft versprochen habe und so weiter, aber ich habe probiert, das wirklich schnell durchzuziehen, dass ich mich nicht zu sehr verplappere. Und ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet oder was eure Pläne sind. Wie gesagt, das sind alles nur Tipps, Empfehlungen von jemandem, der noch nie gecached hat. Ja, also alles mit einer Prise Misstrauen genießen. Aber ich habe mir wirklich mal hingesetzt und mal alles angeguckt und das waren so meine Erkenntnisse für euch. Und ja, ich sage auf jeden Fall danke vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Fly Universe Video wiedersehen. Gerne im Livestream vorbeischauen. Tägliche Fly Livestreams auf Twitch. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.